ständige Brummen der Gleichgültigkeit, endlich Freiheit eingehüllt in mein Sein mit einem Wal als Begleiter, frag ich, wie schwimmt man weiter durch das Licht mit summenden Farben im Gesicht, frag ich mich irgendwie zwischen hier und da, was da war, vor dem während gewesen, bis zum Klären gelesen, frag ich mich, was ist gewesen, im dunklen Licht zerbricht das Licht im Spiegel des gesamten Seins, frag ich mich, irgendwo zwischen hier und da, wo das war, wo das Ich mal war, geflogen im Schlaf, gelandet am Tag, irgendwo zwischen hier und da, weiß ich nicht, was ich zu sehen vermag, ist es die Haft der wahrhaftigen Wahrheit oder die trübe Klarheit meiner Taubenhülle, irgendwo zwischen hier und da enthülle ich, ohne zwischen den Zeilen zu lesen, mit den Weilen der Länge gewesen, frag ich mich, was ist in mir durch mich und dem zwischen hier und da, für mich doch klar, das hier und da Zwischensein, das Zerrissensein, gleich dem Wissen über Brummen und Summen über das Weltall geschwebt, das erfüllte, enthüllte, nichts erlebt, mit den Sternen nach Unendlichkeit gestrebt, im Zwischen hier und da war ich als ruhende Energie, bewusst des Sehens, Verluste schweben, befreit von Neid, vereint von Frieden, war ich, bin ich, irgendwo zwischen hier und da, irgendwo zwischen jetzt und hier, vereint in Frieden, halb geblieben, irgendwo zwischen hier und da, frag ich mich, was ich mal war. Irgendwo zwischen hier und da, frage ich mich, was ich mal war. Das war mir vorher noch nicht klar. Deswegen mache ich hier einen auf Taratata. Keine Ahnung, Leute. Ich bin wieder für euch da. Der ehrenamtliche Mantarochen ist wieder für euch da. Aus dem Tiefsten der Tiefsee bin ich entsprungen. Und habe auch selber dann einen Sprung bekommen dadurch. Weil die Tiefsee ist sehr tief, Leute. Damit ist dann auch nicht mehr zu spaßen. Tiefe Gewässer sind auch tiefe Gewässer. Und wenn man dann nicht weiß, dass die tief sind, dann sind sie dann auch noch tiefer. Und dann gucken alle noch schiefer, ne? Auf eine Schiefertafel und denken so, was können wir jetzt da drauf sprayen? Ein riesengroßes Herz. Leute, ich habe einen Bandsky gefunden. Ich zeige euch den mal. Bin ich hier jetzt im Fernsehen mit dem Bandsky. Ich wünschte, ich hätte so einen richtig großen Schredder und könnte jetzt live das Bild schreddern. Wir machen das einfach mit dem Sessel dann jetzt.
Schredder, 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 Schredder. Ich habe kein Balanced jetzt mehr. Und hier ist nochmal mein Ass. Ich fand das cool. Und dann habe ich gedacht, so vielleicht ist das ja ein echter Balanced, weil ich auch eine echte ehrenamtliche Mantarochin bin. Und jetzt traue ich mich nicht, das zu übermalen. Man hat mir schon geschrieben, man würde das gern haben, weil man denkt, dass ich das jetzt gemalt habe, glaube ich. Aber ich habe das auf dem Sperrmüll gefunden. Und das ist true. Das ist so true. Truer geht's nicht. Da war auch dann noch ein Karton davor und da war dann so ein Schraubenschlüssel drin, den wollte ich auch mitnehmen. Aber habe ich dann nicht gemacht, weil ich dachte, ich habe Schraubenschlüssel, aber man kann eigentlich nicht genug Schraubenschlüssel haben, weil falls mal eine Schraube locker ist. Das war auch so ein bisschen so ein Diss an mich selbst. Kira hat immer einen Schraubenschlüssel dabei, falls mal eine Schraube locker ist. Fällt so eine Schraube hin und die ist dann locker. Und Kira so, ey, ich habe auf dem Sperrmüll einen Schraubenschlüssel gefunden, falls eine Schraube mal locker bei mir sein sollte. Vielleicht, wenn dir mal eine Schraube auf den Boden fällt von dir, so, dann können sie mir so mit dem Schraubenschlüssel helfen, den mir so auf dem Sperrmüll gefunden haben sie. Ne? Leute, wir kommen zu der Quatschshow des Jahres. Kaffee habe ich noch nicht ganz auf, aber das fehlt noch. Ich bin auch gar nicht aufgeregt. 9:18 Uhr, das ist ja interessant. Ich habe meine Uhr reparieren lassen, die ich mir von meinem ersten Gehalt gekauft habe. Das ist sogar eine Tissot-Uhr. Und die ist sogar im Preis gestiegen. Ich habe die 2016 von meinem ersten Gehalt damals, als ich noch keine Schulden hatte und dachte, ich bekomme auch keine, habe ich mir die für 169 € bei Christ in Münster gekauft. Und die hat so ein richtig cooles Ziffernblatt, so verschnörkelte große Zahlen. Und ich wollte genauso eine haben damals. Von meinem ersten Ausbildungsgehalt habe ich die gekauft, weil die Kinder dann immer wissen wollten, wie spät es ist, aber das nicht gecheckt haben, wie spät es ist. Und dann wollte ich denen anhand dieser Uhr immer das Uhrlesen beibringen. Und es war mir wichtig, dass man große Zahlen drauf hat, man die Minuten sieht. Leider sieht man nicht das Datum, aber das stört mich auch manchmal, wenn da dann noch das Datum drauf ist. Und auf dem Festival hat mir ein Uhrmacher mal vor 2 Jahren hier in der Nähe mal gesagt, dass diese Uhr sich im Preis tatsächlich vervielfacht hat mittlerweile. Und das ist sehr selten. Also mein Insolvenzverwalter hat recht, dass ich einen guten Geschmack habe. Einen teuren, nicht einen guten. Das ist nochmal ein Unterschied. Aber es ist halt auch nicht immer ein Unterschied, sondern oft geht das Hand in Hand, gut und teuer. Weil, ja, Kapitalismus und so. Und dann hatte ich die jetzt ein Jahr nicht weil Batterie gewechselt werden musste und das kostet halt auch Geld. Und dann habe ich Batterie gewechselt und dann ging das Band auf einmal kaputt. Dann hatte ich die dann ungefähr 1,5 Jahre quasi kaum um. Und ich hatte jetzt genug Geld, um mir ein Band zu kaufen dafür, ein Uhrenband. Und tatsächlich hat der Uhrenmacher mir auch erzählt, dass die Uhr Handelsmänner von Tissot tragen. Also Vertreter von Tissot tragen diese Uhr. Und ich bin jetzt auch selber eine Handelsfrau. Ich brauche nur noch hier so eine weiße Katze, die ich streicheln kann. Und dann zeige ich euch mal Sachen, die ich auch noch so kann. Und zwar mehr als nur labern. Hollow Knight spielen zum Beispiel. Und Mucke machen. Leute, ihr seht mich nüchtern gerade, damit ihr das wisst, dass ich die ganze Zeit hier nüchtern bin und das schon seit langer Zeit. Seit ein Jahr bin ich nüchtern. Das ist auch wirklich so. Und vor 3 Jahren war ich auch schon nüchtern. Ich habe nur Kaffee-Intus, Leute, und das ist auch, die Leute im Internet wissen immer mehr, was man nimmt, als eine selbst. Das ist so falsch. Mein Papa hat immer gesagt, ich wäre von Natur aus high. Und das stimmt auch einfach. Deswegen nehme ich nur noch Bubats, meine Psychopharmaka und Kaffee. Halben Liter am Tag. Deswegen sehe ich auch noch so jung aus mit 35.
Weil ihr könnt euch ungefähr ausmalen, wie jung ich aussehen würde, wenn ich keine Drogen irgendwie so Buberts rauchen würde. Oder Buberts ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das hält den Alterungsprozess tatsächlich bestimmt auf. Ein Freund von mir hat mir gesagt, dass, dass Buberts sogar gut gegen die Entwicklung von Krebs wäre. Und das ist ein Chemielaborant. Also von daher glaube ich seiner Street Credibility und seiner Chemie Credibility. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Der Körper ist halt einfach so komplex und die Wechselwirkung hat noch niemand so richtig zu 100% gecheckt auf der Welt, auch Wissenschaftler so, weil jeder Körper individuell ist. Das ist meine Meinung, Leute. Das ist meine Meinung. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin auch nicht Ärztin. Ich bin einfach Hirse. Ich bin ein großes Hirsebällchen. Und wer mir das nicht glaubt, der ist blöd. ich bin ein Hirsebällchen und da kann man mir auch nicht irgendwas vom Pferd erzählen. Und alle denken, ich wäre die ehrenamtliche Mantarochen hier von Twitch. Aber ich bin eigentlich ein Hirsebällchen. Weil ich bin halt einfach Hirse. I was Hirse. So, das soll auf meinem Grabstein stehen. I was Hirse. I tried my best, but got the pest. Catched. Caught. Aber anstatt the pest zu callen, Cotton Eye Joe mäßig, hätte ich lieber mal mit Jennifer Lopez gechillt. Die hätte mir dann richtig krasse Fitness-Skills von ihr antrainieren lassen. Die hätte mit mir Bootcamp gemacht, wie mein Bruder. Dann wäre ich vielleicht jetzt nicht in so einer Phase, in der ich jetzt bin. Mit 35 komplett lost on a walk with a morning grill, still trying to chill upon the hill auf Reda Wiedenbrück. And the Banksy is behind my back, so I don't check anything more except the Banksy in my head back. And I do not do crack, and I never did it because I spit it in my microphone, and I make cool tones with my microphone. Ich habe das gelernt, ein bisschen Beatboxen damals, als ich 16 war. I learned beatboxing with 16 on YouTube, and they said so. You cannot translate it so good in other language, but I think in other languages there are some other things that you can beatbox similar. Bist du bekifft means, by the way, if you are high, but bekifft is an old word for being high, and it's an old German word for being high. I think it sounds old, and it sounds also. I have also the feeling that I'm old when I say bekifft. I have the feeling that I'm like 19 years old when I say bekifft. Because only boomer are saying this. Not only boomer, but also me. So I am a boomer too. I don't know. I don't know what's happening. I'm a mental prepper. I don't listen to radio. I don't, and I'm not proud of it. I'm not proud of it at all because it's. I don't listen to radio and I rarely watch TV, but I'm not proud of it. But sometimes it's too much for me. I don't know. There is too much input. In German, we say Fernsehen. Watching TV, Fernsehen is almost like a poem. This word, but it's like connected with technical things. Fernsehen means to watch in a view that is more far away, to watch far. Fernsehen, fern is far watching, far seeing. Fernsehen, it's a verb. Welcome to my German lesson here. I hope you doing well your day today. I'm better today. I have a good mood, maybe because I don't know. Maybe because I could clear something in my mind
or maybe because I went to the toilet. Yeah, maybe both. Cannot be only one thing because I have a good mood today. I'm switching in English now. We do everything in English now. Ni hao. I love languages, you know. Languages are for me like very, 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 very holy way of communication, and not only the spoken word, but also the language of the mind and the language of the soul, and the language of the whole universe is very important. And I think that is with our beings as a human being, especially also for animals, but especially for human beings that think that they are above of other beings. I think language is like also a challenge because we have to learn much more also about, because of that, also about other beings, because they can speak too, and we are thinking that we are checking everything on this planet, are destroying the planet, but don't think that animals can communicate like us, only because we cannot understand it, and then we kill them um, and torture them so much and eat them, and I don't know, that is not a way to handle other beings on this planet where we are sharing this planet with. I'm not I'm not saying that you are not allowed to kill animals, but I'm saying that you have to be aware what you're doing, and the best thing is to do it on your own and with respect, especially the animals who are giving you something. For example, the animals in the past were helping on the fields, were helping earning you food, and still they do. And the society, how it developed, is not treating animals with respect, and the nature strikes back then. That is the thing. Global warming is a warning sign, not only a warming sign. And it has to show, the universe wants to show with the climatic changes also that we are doing wrong collectively. And our universal process is also to discover that and to learn to change our ways also collectively, not only the individual. The individual can start learning and it will spread, but it takes time, and time is something that we made because we have a body, because our body sometimes everybody has to go back to the universe again. That is my philosophy. And I think the Big Bang is also that before we lived, there was something like plasma all around, like a big heart. And the Big Bang was a little spot of light. There were in this plasma everywhere, like a big heart. You cannot imagine that so good as a human being now. But the Big Bang, one of the theory how the Big Bang was developed or like happened, is that a little spark of light decided at one time, and it was the Big Bang, to pull it together and then expand in velocity, in some kind of tempo, and in a very, it imploded. One tiny little spark imploded in this plasmatic heart-shaped thing called pre-universal thing, and then everything started for us, you know. And we come from this little tiny thing that was at the beginning a sparkle, you know, in a plasmatic
thing that was like a big heart or a big brain or something that we don't understand yet at all. Not at all, but we try to understand it. Can you hear me? Is it possible to hear me? And I'm talking all the time and you cannot hear me. Then I don't know. I go to the forest. Then after it didn't work here, when I cannot hear me now, I jump out of the balcony. Okay, bless my heart, bless the computer, bless the universe. My message was clear enough, I hope. Yeah. I don't know what to do now. I just start talking, and I think I go off now. And no, I'm joking. I think I make some music now. I wanted to go off and go outside, but I'm tired too. I don't know, my rhythm, my daily rhythm is like chaotic too, since some months and years. I sleep also. I sleep all the time between the dawns. I start sleeping at 6 o'clock p.m., 18 p.m., 6 p.m., and then I wake up at 1 at the moment. It always changes, like the sun and everything. Like also planets are have energetic fields. You know, they are living too. For me, planets are living too because they're also moving. You know, and when the people here that are calling, we are calling us human, and we are calling us very 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 very, very intelligent, but we are making mistakes too, and also collectively and with the planet. And I think the planet is something very maestral. I don't know, mother, a mother. You know, it's our mother planet. We are living here. We are from this planet. This planet gave birth to us all, and we have to treat the planet with respect and not with grief and things that we want to have but cannot have and are not good also for us to have, you know. And also a lot to have is not good, because when you have a lot, you care a lot, and when you care a lot, you are a lot afraid to lose what you have. This is my opinion. And I think I mean by this material things, not people that do you good and that you love, but I mean this here, this everything, this everything, also the controller. And I love the controller, by the way. And it's not even living right. Was machen Sachen, what are doing things. I don't know, the controller is only operating when I touch it. Like Schrödinger's Katze, maybe. I don't know. He couldn't touch the cat. And then he was thinking, okay, what is the cat doing in that box? I cannot touch it, but is the cat still alive? What? I don't know. Schrödinger's case is like, I don't know everything about this case, but I can like a little bit imagine what Schrödinger was like thinking. Because I think it of myself. I'm Schrödinger and the cat in one person. Ah, yeah. There are some things that I don't know, but I'm a mental prepper and I try to get to know things, but I'm modest enough to know that I cannot know everything, and that is okay for me. Yeah, I'm not ambitious enough to embrace everything blind. And it's not about ambitious, it's about also self-protection. I never had the aim to understand everything. I had the aim or the goal to understand the world, to make it maybe a better place, and first of all for me and for my people that I love.
Can I see the chat? No. I'm just here on Twitch to make a small talk with myself. I'm monologisieren, monolizing, monolize it. Oh, Mann, ey. Wo bin ich hier denn überhaupt? Ja. Wo ist mein Video? Yeah. And fun fact about my Twitch journey, before I had shown everything, shown everyone my ass. I was also on Twitch like 6 years ago, or like four years ago. No, yeah, 4 years ago. But in January 6, I think I was streaming 2001 and 2002. And I saw Hollow Knight back then in the bibliothek, in the Steam store, and I thought, okay, that is a game that I want to play because I love jump and run games. In German we say Spring- und Rennspiele. Okay, lol. No, you don't say it in German. I'm sorry. You say it also like in English. But I can you still hear me? Can you still hear me? Because the operation of the microphone is like giving up when I go to the kitchen. I noticed it at the in the last streams I made. Sometimes I'm like checking out. I have to check it out more often because I'm very spontaneous what I am doing in the internet, of course. And I didn't. I didn't do it enough. And I was like feeling very, very, very desperate, and also was losing like my path in the last month, and that was like very shocking also for me and other people in my circle and out in other circles. Yeah, and I didn't want it to cause any chaotic things, or I didn't want it to offend anybody, or like and I didn't treat anybody also disrespectfully, but maybe it's very hard for me that people don't understand me that way, that I give to people things. I don't know if you can understand me. I'm giving a lot and it's okay for me, and I'm not requiring like something. Also in after a long time, I'm not requiring things that I give people, except like people who done me bad. I require my energy back because they done me bad, and that is also okay for me then. But I don't require things from people that treated me respectfully and that I loved or I'm loving, and that whose love and whose love whom's love I have still with me, and they have my love also still with them. But I have a very high sense of justice in my way of being, and not everybody has to understand it. I know that everybody also the moralic moral feelings or moral laws that everybody has is also has something to do with diversity, but I think also it's has something to do with, okay, how are we living here on this planet together? And we have to structure some things because we have material things that we can touch. Also our body, if you break it down, is only
something like flesh that is operating, because you have your soul, your spirit, and then your body, 3 things, your soul. And then when something like this develops in a universe or on a planet, then it's always a sign for more and more. What is more? What can be more like the spirit, the soul, and the body? What is creating then? What are these 3 things creating? Also a communication. They are creating also a communication, and this creates other things like the soul, the body, and the spirit, and it can create feelings, and feelings are very complex, and it's especially feelings that are involved in this 3 unit kind of united united I don't know how to say it, the spirit instances, I don't know, Instanzen in German. Yeah, creatures, maybe, I don't know how to say it. I can only speak every language that I know a little bit. Except German. German I can speak to 80%, and that is my study. I study 80% of German in my life. 20% is then no, 90% is Italian, and 1% is the rest of the languages. Call me Power to Babel. Ach ja. Welcome to the Saturday of Monolyzed. I don't have wheat anymore, and that is making me sad, but it's making me also being grateful for times that I have wheat. And that is very good for me, that I can be grateful, and that is something that you do for yourself. It's a blessing to be grateful also in bad times, especially when you have bad times. Having pure feelings of feelings that helps you is very strong, and it has to do with self-love. And when somebody is projecting bad at you, it comes always from that person, especially when your conscience is pure, when you didn't put that energy out, but other people are not, they don't know you, or they try to know you, and then they are projecting everything on you because they cannot catch you. They are not able to see your light, only unconsciously. They see that you are special, or that you are like something different. Everybody is different, but there are some special feelings and peelings. I love, by the way, peelings, like peelings, sword peeling. How you call it, Mittelmeer in English? Ich weiß es nicht. Mediterranesco? the middle ocean. The ocean of the middles. Now you can understand why I went to South Africa. I went to South Africa because I wanted to learn English. And that is like a typical thing that I was thinking before. I was like, okay, I'm not going to England, and I'm not going to India. India, I wanted to go with 22, when I was 20 years old, but I landed in Durban, and Durban is a big love for me. Mama Africa gave me a big present, and the people there more also. Mama Africa gave me the people that I met there and that I loved, and that I learned to love, and that I still love. I will never forget that time in Durban, South Africa. I met so many beautiful people,
also local people and also people from all around the world, because the world is not so big how we see it as little ants-like creatures in referring to the world. To the world, we are a little ball, like in the measurement, like we are so little, like ants, like little creatures and we observing them, and other people are observing us, other extraterrestrial. That is my believing. There's more living. There are more livings like us, but only that they have other ways of having a body, maybe also like a soul. For me, a soul is something that is very connected with the origin of all beings, of being in general. I skipped to English because somebody wrote me some months ago that she enjoyed very much how I made music here in English, and she looked like Ariana Grande on the photo, and I was like, okay, maybe she is it. And I tried like for 3 days. I told that story also before. I tried for 3 days to write her back, but I couldn't because Twitch and my account and me are like chaotic. Also, like it's like soul, spirit, and Twitch. There is nobody between me and Twitch, and that is the problem also. That is the problem in general. I'm always stuck in my head, and then I make mistakes that are pushing me towards like more chaotic things, and that is also a typical thing of artistic people, like people that make art. The chaos and the order to manage that also in your head is a very high task that the universe is giving people like me. And I know I'm not the only one here that is like thinking a little bit more free and open-minded and without. I'm not saying that the bad feeling that society is saying that are bad, like jealousy and anger, especially for women, anger is seen as bad, but you have to see it also in a society constructural things. Also, what happened in the past. The past is always in our genes, is in the universe, and the past, everything that being in the universe is like living through, is being secretly um, saved in the universe, and that you call karma, you know. And the people who are not saying things and everything have problem to trust and have also problem to speak for themselves. And I had it too a long time to. I have problems to speak for myself because I saw only the good, but there are also bad energies, and it's a journey to see that there are energies that you have respect. You have to respect them also, even though they are bad. Yeah, especially when you are a good soul, you have to respect also your demons because they can harm you too. Also, your own demons can harm you, and if you don't have respect towards the bad things in life, then you make a mistake. And when you make a mistake and you don't know, then you make the mistake again till you know. I feel like a guru. The office is yet open since 3 hours already. I wanted to make a statement too. I speak a lot about sex and everything, but it has to do also with my own trauma, you know. And I'm aware
of the things sometimes, not every time, not everywhere, not always, but most of the times when I'm clear in my head, I'm aware of what I'm saying. And when I'm not clear. And that is simple as can be. And for me, the original form of being is always a circle. It's a ball. It's a ball, not a bowl. Also a bowl when you are hungry. A bowl of rice, maybe then, or of noodle soup. Can you hear me? Still, I can hear myself, but I have to check again because I'm getting paranoid because of my internet thing. Hallo? Sind Sie noch da? Sind Sie noch da? Sind Sie noch da? Sind Sie noch da? Direkt Sample. Sind Sie noch da? Sind alle Gens denn noch da? Und Kira so, the office is open. The universe has a big brain. I have it from a documentation that I watched with 16 or 17. There was a little guru in India, and he was like in a house that was totally like a ruin. Like it was not it had only a roof and some walls, but the walls were also destroyed. And then was here a little office with light on, and the guru was with two friends there. And they stood up, and then the guru was like this also. He stood up, he was taking a nap. The camera team took also a little bit of his nap on camera. And he was like, okay, I woke up from the nap, and now the office is open again. He said the office is open, and you could see like from behind him, you could see like a big hole from this house that was broken, and there was like something like a jungle, an Indian jungle, like Amazonas. And I felt so connected to that person because he reminded me also of my father. And my father, I have so much in my father, in me, and also of my Mama Kira. And I love my parents. Breakdown again. And I love my family, and that is very precious to have this, because some people are not having it, like me. I discovered yesterday that Edith Piaf died at the age of 47, and I had to cry then too. And that is like something that is like fucking me up also, that I'm like high sensitive person and living on this ghetto planet. I want to see my trauma. I'm feeling lonely since a long time, and I tried to connect, but people didn't want to see me then. And my tribe is also not anymore. They cannot handle me anymore. I don't know what to do. I changed again. I was fat before because I took medicine,
and I was feeling very bad because of a very strong traumatic thing that happened to me very early. And then I had to take medicine, and then I expanded my body. I was like getting Buddha, Namaste. And everybody, and my mother was like always like, my child is getting fat like Buddha. I have to fat shame her because I and all the society have a beauty standard that is like skinny, and the beauty standard is so much connected with the wealth of a society, you know, everywhere. And that's also because beauty standards are different and also have the law of diversity, you know. In India or in Asian region where the people are more poor than in Europe, it's very high beauty standard to have a white skin because the farmers are working on the field and they are very poor. And everything that has to do in capitalism with money gives you also power, and it also leads to beauty standard because the people are not are having less than other people because they are working a lot and working a lot on fields. It's very it's a very farmers, for example, all over the world, but especially in places where they don't get almost anything for them. They work on fields to get food for the community and for themselves. And in the best case, there are no wars there. But like in Congo, when there is a war, they take these farmers also all their belongings and all their food that they are earning, and also the global warming is changing in these regions, and we have their food because of globalization, you know, and they have less than because we have more, and this is capitalism. And is this fair? Is this a fair thing to do when every human being and every living on in this universe or on this planet is equal? And how you decide who is more equal or who is more worth than other people? Who is doing that? People who are in charge and people who have more than the people that cannot decide or have maybe not the power and the education and the nerves because they have to work on fields to earn their food. And farmers' work for me is a very profound connection to the earth, you know. Farmers are doing very crazy things. They have a lot of wisdom and a pure wisdom because it's a wisdom that they share with Mama Earth, you know. I wish I had a joint now. Yesterday I was with a friend at Kaufland, like shopping mall, and I discovered a little Bumberklat. He told me that you say also Bumba, boom, Bumba also. So I don't know. And I said then a joke that this was Bumberklat. I don't know what Bumberklat even means. I think that means a bong to go. Welcome to the world. Wo ist Hornet? Yeah, I don't know what to do now. I'm talking since 1 hour and trying to explain you what my belief is, my philosophy, and then I start to cry. Welcome to the crazy show of Kyrie. Next stream in Mandarin. Ni hao.
Ni rau ma wo hen rau wo ye hen rau ni ne wo ye I wo I ni hen rau ni ne wo ye I ni hen rau. Namaste, sayonara, bitterer Tee. Was sollen wir jetzt machen? Wo ist Hornet? Hornet sagt mir immer, dass ich Hollow Knight spielen soll und dann spiele ich Hollow Knight. Alleine kann ich das nicht mehr entscheiden. Ich will einfach nur labern und hier sitzen. Das ist nämlich das Ding. Aber eigentlich will ich auch Hollow Knight spielen, weil manchmal weiß ich auch, dass wenn ich vorher keine Lust habe, ich aber das spiele, dass ich dann Lust bekomme. Ich habe nämlich oft Sachen so, deswegen bin ich auch ein mentaler Prepper. Ich bin ein mentaler Prepper, weil mir Sachen nicht mehr Spaß machen seit langer Zeit, weil ich zu lange darüber nachdenke, die dann zu machen. And when you think too much about a thing that you want to do, you lose interest. Auch Spielen, so früher habe ich sehr viel gespielt. In the past I played a lot with my father also card games and everything. And since I have had psychosis, and it's also a symptom of psychosis that you lose interest in simple things that gives normal people or people who don't have like this psychosis disease, or how you want to call it. It can also be a blessing if you can handle it. Yeah, I lost now the red line. Yeah, I don't know. Time to smoke a cigarette then, huh? I would like to make some piano now again, just to make it. I think people judge me a lot in this world because they didn't know anything about me. Only a few people could see, I think. I made something like, it's called S. And it's the second data I have here. I think I will, I don't know what it is. I think I will open it if it can be opened. Can it be opened or can it not be opened? Hello? Can you open, please? The office is open. Why can you not open then? Oh no, because I moved the. Oh no. Then I have to make it. I moved my as there. It is. Meow. You can. I will see if you can hear it. Can you hear it? No. Wo ist Restream? Wieder hin. Where is Restream gone? It's gone far away, and it don't belong to me anyway, anymore. And I search the way anyway to get it belong to me. Restream, where are you? Butt plug here, plugins. Ah! Here, replugs. Oh, I'm sorry. Okay.
I think I'm mentally still with age 13. My body is like 35 and I'm still 13 to 18. Like in between. It depends how my mood is. Aha. Mau mau. Mir ist das gefallen. Sehr gut. Vielleicht wir werden Freunde. Star Wars Fans werden das verstehen. Man muss mich auch hier nicht verstehen, wenn ich den Naskönig nachmache. Oh. Es ist der König von Jar Jar Binks. Und wer den nicht respektiert, der respektiert sich selber auch nicht. Sogar Jar Jar Binks hat Respekt vor ihm und wird einfach verbannt vorher. So läuft nämlich die Welt auch bei den Nas. So geht das jetzt hier. Kann man das machen? Ja! Sachen machen was. Weil ich dann vorher Sachen gemacht habe. Okay, funktioniert das jetzt? Komm. Lass mich nicht im Stich, Sweet Stream. Sweet Stream. Miau. Ey, ich wollte noch ein Statement abgeben zu einem speziellen Lied zu Kintsugi. Ranunkel, munkel. Der Wind hätte sich gedreht. Und tatsächlich, die beiden Katzen, die schwarze und die getigerte, habe ich hier in der Nacht gesehen. Die getigerte, das ist einfach eine True Story. Ja, die getigerte Katze hat die schwarze Katze dann nach Hause begleitet, sieht den Mond mit mir, das war so ein süßer kleiner Kater, sieht mich dann, der kleine getigerte Kater, nachdem er die schwarze Katze nach Hause gebracht hat, die ist dann im Schatten noch verschwunden, die habe ich nie mehr gesehen. Und dann sieht diese Katze mich und ich gucke vorher noch den Mond an, der so richtig orange ist auf dem Balkon mit meiner Lichterkette da. Und dann setzt sich dieser kleine Kater, also dieser süße Tigerkater, und so puschelig auch noch hin und guckt sich mit mir zusammen den Mond an. Das ist eine ganz besondere Katze gewesen, finde ich. Die hat einfach gecheckt, dass ich alleine bin auf dem Balkon mit meiner Lichterkette und dachte so, okay, ich bringe jetzt meine Perle nach Hause. Sehe Kira dann auch noch auf dem Balkon total verwahrlost Kette rauchen, wie sie dann auch noch den orangenen Mond anschaut. Und dann denkt sich der Kater so, jo, Perle ist zu Hause, Mission completed. Ich gucke mir jetzt mit der einsamen, verwahrlosten Kira auf dem Balkon mit ihrer Lichterkette nochmal kurz den Mond an und hau ab. Und das war das größte Geschenk von der Katze, von dem Kater. Ich glaube, das war sogar ein Kater. Weil die schwarze Katze war dann ein halbes Jahr später, glaube ich, sogar schwanger. Die kam hier an und hatte so einen Bauch. Ich weiß nicht, was da passiert ist mit den beiden. Auf jeden Fall in der Nacht ist es wahrscheinlich passiert. Das ist so mein Glaube. Und den kann mir auch niemand nehmen. Ich hätte gerne ein Katzenbaby davon gehabt. Das hat man mir dann genommen. Ne? Ich schwöre, die Katze war bestimmt schwanger, weil ich habe gesehen, dass ein halbes Jahr später habe ich die Katze nochmal gesehen und das war dieselbe Katze, weil die schwarz war und mit einem weißen Bauch, so halb. Und die hatte einfach schon Kinder bekommen. Das war eine Katze, eine weibliche Katze, die hat einfach Katzenbabys bekommen. Und das zu 100% von der Katze, die sie da hier auch noch begleitet hat, weil ich habe die auch noch hier gesehen gehabt. Und daraus ist dann tatsächlich das Lied entstanden, genau aus der Situation. Die Katzis und der Sichelmond. Mein Album Kintsugi. Check das mal aus. Ich weiß, ich muss noch viel lernen als Producerin und ich glaube, Producer, die wirklich Ahnung haben, sagen, dass ich die schlechte Producerin aller Zeiten bin. Aber wenigstens versuche ich es und habe vor allen Dingen, wenigstens habe ich Spaß dabei und wenigstens habe ich noch ein paar Gehirnzellen dabei auch. Ich habe mir alles fast selber beigebracht, zu 99%,
weil man mich auch einfach nicht akzeptieren wollte. Nur ganz wenig Leute haben gesehen, dass ich Talent habe. Und auch fremde Leute, die gesehen haben, dass ich Talent habe und dann auch Mucke gemacht haben, auch in meiner Region, wollten es mir dann irgendwie nicht so richtig gönnen. Auch die weißen Dudes nicht, die Mucke gemacht haben, glaube ich zumindest. Weil auch zwischen Frauen und Konkurrenz herrschen, gerade wenn es um etwas geht, was beide Instanzen oder beide, ähm, wenn die beide die gleiche Sache machen und gerade im Musikbusiness herrscht eine sehr große Konkurrenz. Und dann bin ich hier und mache lackiert und rasiert. Und mein Bruder sagt auch noch so, bist du sicher, dass du das droppen willst? Und dann läuft auch noch über sein Konto, dass ich dann Spotify bezahle. Und er so, Kira, bist du sicher, dass du das droppen willst? Und ich so, jo, 39,90 €, ich bin voll verschuldet. Wir machen das jetzt einfach, Mäuschen. Und ja, jetzt bin ich hier so insolvent, bin total komplett am Ende, habe anscheinend gar nichts gecheckt laut anderen, aber ich lasse mich trotzdem nicht runterkriegen. Nur manchmal. Alle 6 Jahre. Und dann habe ich auf meiner Instagram-Seite sogar seit einem Jahr oder 1,5 Jahre das Wort Satire und Comedy stehen. Und man glaubt mir trotzdem jedes Wort, was ich da sage. Und das ist so schlimm für mich. Man kann Sachen da glauben, auf jeden Fall. Ja, aber man muss nicht jeden Scheiß glauben, den ich da sage, weil ich schreibe ja nicht umsonst Satire und Comedy hin. Ja, und wir leben noch in einer Welt, wird das auch irgendwann teilen, dass man Kunstfreiheit hat. Ja, und es ist sehr, sehr wichtig, aber auch darüber zu diskutieren, was darf Satire und was nicht. Aber ist es dann, was ist mit Satire eigentlich gemeint dann? Ja, und da steht aber der Kunstfreiheit und die ist super wichtig, weil Kunst bildet Kulturen, ja, formt eine Gesellschaft. Und wenn ein Künstler dann nicht akzeptiert wird, aber dann jeder den kennt, und in meinem Fall bin ich halt noch mega lustig dabei, weil ich bin die individuellste hier. Und ihr seid alle nicht individuell genug. Scherz. Dann ist es schwierig, Wenn Leute nicht checken, was diese Person eigentlich mit ihrer Kunst ausdrücken will. Und das checken halt nicht viele Leute, weil nicht jeder Zugang zu nachhaltiger Bildung hat. Und nicht nachhaltige Bildung ist aber unbedingt gleichzeitig Anker für etwas, dass man alles versteht, sondern nachhaltige Bildung hat erstmal damit zu tun, dass man lernen kann, Sachen auf den Grund zu gehen und zwischen den Zeilen zu lesen, falls man das noch nicht kann. Und das Leben kann einen das aber auch lehren. Ja? Zum Beispiel Analphabeten, Menschen, die sehr arm zum Beispiel sind, wenig Zugang zum Beispiel sehr arm sind. Es gibt auch Analphabeten, die sich so ein bisschen durchgemogelt haben. Was heißt durchgemogelt? Das ist ein krasses Stigma. Ja. Und das ist ein Stigma, das auch dann auf einem mentalen oder psychischen und strukturellen Schneeballprinzip ruht. Weil Leute, die nicht lesen und schreiben können, die schämen sich extrem in einer Gesellschaft, vor allen Dingen in einer Gesellschaft, wo fast jeder das kann. Und es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Zugang zu Bildung erhält in unseren Systemen, in unseren auch. Und die Menschen isolieren sich dann, finden Ausflüchte, egal um welches Stigma es geht. Ja. Und ein Stigma ist erstmal sowas, dass Leute denken, du bist so aufgrund einer Diagnose. Und das ist schon falsch, weil die Leute kennen dich nicht. Da steht ein Name bei der Sparkasse oder auf einem Zettel, auf einer AU oder auf einer Diagnosebescheinigung. Und die Leute denken dann so, okay, wow, ich habe wenig Ahnung davon, bin auch nicht betroffen, aber diese Person ist dann so und so. Weil die Diagnose sagt in dieser Gesellschaft, dass die Person so und so ist. Aber jede Erkrankung, egal welche Art, ist immer verbunden mit dem Geist, der Seele und dem Körper von einem Individuum. Und das macht die Erkrankung von diesem Individuum auch extrem individuell. Und da hat niemand jemanden zu sagen, nur weil der dieses Wort sieht auf einem Blatt Papier, dass dieser Mensch dann so und so ist, weil das kommt dann von einem selbst.
Das tut man dann Selbstarbeit, die andere Person, die dann, und das ist Urteilen. Und das kann auch sehr schnell zu Ableismus führen. Und Stigma ist sehr, sehr, sehr stark unter dem Deckmantel von einer großen Etikettierung zu sehen. Ja, eine gesellschaftliche Etikettierung. Und Etikettierung ist etwas, da setzt man Leuten ein Etikett dran. Diese Person ist dann so und so. Und wenn das kollektiv passiert, eine Etikettierung kollektiv passiert, mit sehr vielen Menschen, so kann man dann Leute auch noch zerstören. Und zwar sehr, sehr gut, weil man konzentriert sich auf ein Stigma und das ist erstmal eine Schwäche in der Gesellschaft. Weil die Leute nicht gelernt haben, mit Erkrankungen umzugehen, die sie nicht verstehen können. Und das hat auch mit Bildung und den gesellschaftlichen Strukturen zu tun und das, was wir Normen nennen. Und was ist schon die Norm, wenn wir die selber geschaffen haben? Und wir haben sogar eine Gesellschaft geschaffen und sind so halb schlau geworden, dass wir eine Norm für eine Norm entwickelt haben. Und das ist schon mal ein guter Schritt, Sachen aufzuklären. Aber wenn man da nicht weitergehen kann und dann nur noch Scheiße passiert, dann wird es schwierig. Und zwar für die ganze Gesellschaft. Und besonders für die Menschen, die man stigmatisiert. Egal um welches Stigma es geht. Und dann kämpft sich jemand hoch, verliert dann nochmal die Kontrolle. Das ist so typisch. Sowas ist so typisch für eine Gesellschaft, die noch nicht bereit ist für diesen Menschen. Und damit meine ich tatsächlich auch mich zum Teil und Menschen, die so sind wie ich. Oder das zumindest verstehen, meine Beweggründe verstehen und mein Licht auch sehen können und es auch akzeptieren können und es auch bestenfalls wertschätzen können und dann auch respektieren können. Und zwar mit Respekt. Man muss es nicht mögen. Man darf auch eifersüchtig sein. Auch negative Gefühle sind da und jedes Gefühl ist erstmal wertvoll. Aber respektvoll dann auch noch zu handeln, obwohl man eifersüchtig ist auch eine große Stärke. Nur ich kann mit Eifersucht von anderen nicht umgehen und das liegt an meinem Trauma. Und das ist sehr, sehr komplex dann für mich. Weil ich weiß gleichzeitig, dass Eifersucht auch eine Daseinsberechtigung hat. Ja, nur weil ich es nicht so stark fühle wie andere und nicht so neidisch bin wie andere und mehr gönne als andere, heißt das nicht, dass ich nicht verstehen kann, was Eifersucht ist. Und das checken Leute nicht. Und das ist sehr schade. Ich kann erstmal sehr, sehr viele Sachen verstehen. Verstehen kann ich sehr, sehr viele Sachen. Ja, ich kann auch fast erstmal alles verstehen, was man mir sagt. Weil ich kann Perspektiven einnehmen. Aber viele können meine Perspektive nicht einnehmen. Und das liegt an meinem Stigma. Und dann etikettieren die jemanden. Und schlimmstenfalls sind die dann auch noch eifersüchtig, die Menschen. Und das ist auch genderübergreifend. Gerade wenn dieser Mensch dann auch noch Talent hat in Sachen, wo man für gerühmt wird auf dieser Erde. Das Bild des Künstlers hat sich ja auch gewandelt. Und gerade weil ich eine Frau bin, bin ich dann auch schon eine Bedrohung, wenn ich gut bin. Und das ist das Patriarchat. Und dann mache ich hier Musik 10 Jahre lang, bringe mir alles selber bei und die Leute glauben noch nicht mal, dass ich es selbst mache. Das ist meine Einschätzung. Ich habe das nicht gehört, dass man mir das nicht glaubt. Aber so schätze ich mittlerweile andere Menschen ein, die mir Böses wollen und auch die Musikszene. Ja, und dann gehe ich online, zeige das jetzt hier in den letzten Monaten, wie ich Beats mache und kriege dann natürlich mehr Anerkennung, weil die Leute langsam checken, dass ich auch was drauf habe. Und das ist sehr schade für mich, weil vorher hat man mir das dann mal nicht geglaubt oder was. Und da projiziere ich dann Böses auf andere. Aber nicht auf alle. Ich projiziere das nicht auf alle, weil es gibt auch Leute, die mich gesehen haben, Freunde, wie ich Beats produziert habe, aber die haben das wiederum nicht gecheckt, wie viel Arbeit das ist, sich das auch selber beizubringen. Und dann passiert sowas auch im Patriarchat, wenn Freundinnen oder vor allen Dingen bei Frauen und Frauen, weil es herrscht im Patriarchat so viel Konkurrenz zwischen Frauen, weil die Frauen davon ausgehen, dass es das höchste Ziel ist, Männern zu gefallen. Und das ist es einfach nicht. Das höchste Ziel einer Frau, egal welcher Gender oder
welches Geschlechtes oder welchem Status oder das höchste Ziel einer Frau ist in dieser Gesellschaft oder welche Hautfarbe auch oder welcher Ethnie und alles. Das höchste Ziel einer Frau ist erstmal, sich selber so zu akzeptieren zu können, wie man ist, in so wideren Umständen, die dieses patriarchale und kapitalistische System, was Hand in Hand geht, zu bieten hat für eine. Und das dann auch noch gleichzeitig sich gegenüber Männern zu behaupten, ist sehr, sehr anstrengend. Und Autoimmunkrankheiten treten häufiger bei Frauen auf, weil die sich so heftig den Arsch aufreißen. Und dann passiert sowas wie Konkurrenz auch. Ja, weil die sich dann selber vergessen. Während sie sich den Arsch aufreißen, vergessen sie sich. Und selbst ist die Frau auch im Arsch. Selbst ist die Frau auch. Aber selbst ist die Frau auch im Arsch, wenn sie dann im Arsch ist. Wenn sie dann abkackt. Und dann in so einer Gesellschaft als Frau abzukacken, das geht gar nicht. Weil die ist ja schon patriarchal geprägt, die Gesellschaft. Und dann, wenn dann eine Frau mit 35, zum Beispiel in meinem Fall, so ist, wie sie ist, dann wird die gejudged. Ich werde verurteilt, obwohl man mich nicht kennt. Und gerade dann noch mit meinen Diagnosen. Unglaubliche Etikettierung. Und ich kriege das dann alles ab, check das dann alles noch, mehr oder weniger. Das, was ich checke, checke ich. Und werde dann bestenfalls in Ruhe gelassen, aber schlimmstenfalls noch weiter fertig gemacht. Weil mein Stigma ist sehr groß. Und man glaubt mir auch nichts. Es wird Leute geben, die mir nicht glauben. Auch was mir als Kind passiert ist, das wird man mir nicht glauben. Und das ist dann etwas, was bei den Personen liegt. Ja, aber ich antizipiere das dann in meinen Gedanken und das ist dann wiederum bei mir. Weil ich weiß, dass es solche Menschen gibt. Und das ist dann, was meine Mutter zu mir sagt, dass ich um 5 Ecken denken kann, aber drei dann irgendwie überspringe unterbewusst, aber die aber bewusst noch in mir trage. So ist das so ungefähr. Und dann steht meine Mutter hier, sagt mir, ich weiß, dass du psychotisch bist, vor 3 Monaten. Und ich sage so, Mama, du kannst das erstens nicht wissen, weil du nie psychotisch warst. Dann bringt sie mir noch 2 Avocados. Eine ist komplett durch, dann kann ich die wegschmeißen. Ich hasse es, Essen wegzuschmeißen. Meine Mutter war halt selber komplett verzweifelt. Die ist halt auch schon ein bisschen ältere Generation. Und dann eine Avocado war aber wenigstens gut. Die konnte ich essen, die war super lecker. Die war auch on point reif. Das war so ein bisschen wie Matrix für mich. Rot oder blau? Esse ich jetzt die rote Avocado oder die blaue? Die schlecht ist, weil ich bin ja psychotisch gewesen. Ich hatte einen heftigen Nervenzusammenbruch und einen Burnout und das hat auch triftige Gründe gehabt. Und ich hatte auch dann wieder Panikattacken zu der Zeit. Und die hatte ich schon sehr, sehr lange nicht. Seit 2019 hatte ich meine letzte Panikattacke, Leute. Und das bei meinen Diagnosen ist ein Wunder. So, wir gehen jetzt rein hier und ich halte die Fresse. Die Kresse meine ich. Let's go. Okay, let's go. Ich muss eben. Hallo, bin ich noch on?
Raum. Einen wunderschönen guten Morgen. Und an dieser Stelle auch nochmal an alle anderen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, Kaffee ist gekommen. Leute, ich habe ein krasses Problem hier. Ich erkläre euch das jetzt hier. Also es ist ein mini kleines Problem tatsächlich. Weil, ich kann euch das nicht zeigen, aber der Audiofilter, das Audiofilterfenster ist nicht groß genug dafür, dass ich da Sachen einstellen kann und Filter einsetzen kann, weil die Buttons sind unten und ich habe 'n Fernsehen als Bildschirm. Ich muss jetzt hier eben die Ansicht hier irgendwie, das nervt mich sowas, ne? Dass es an sowas dann scheitert, dass ich das nicht hinbekomme, das Verhältnis der Seite dann so anzupassen, dass das Filterfenster, dass ich da draufklicken kann und 'n neuen Filter. Mann. Wo ist Ansicht? Verhältnis. Seitenverhältnis. Computerverwaltung. Ja, bitte. Datei, Gerätemanager, Leistung. Nein, ich möchte einfach nur die Ansicht verändern. Bitte. Dios mios, Deus mortus. Dann hol ich halt Werbung. Ich kann einfache Sachen hier nicht operieren. Monitore. Ja, da ist es doch. Das ist doch bestimmt das, was ich haben will. Monitore. Wo seid ihr? Oh nein. Bildschirmansicht ändern. Ja, bitte. Sofort. Öffnen. Danke. Bildlupe nach Anmeldung starten. Nee. Bildschirm. Was? Das ist ja auch auf 200%. Was soll der Scheiß? Ich dachte 100% sind Prozente. Nein, nicht schon wieder Twitch. Und dann Twitch, ne? Öffne ich Twitch und dann labern die direkt da. Nichts gegen die Leute, gar nichts. Ich respektiere die trotzdem. Aber es kann doch nicht sein, dass man einen Twitch anmacht und dann kommt direkt. Keine Ahnung, was soll das? Und ich bin hier am Musik machen und dann so Remix. Hä? Bildschirm. Mann. Ich sag das meiner Mama, dass das hier nicht geht. Oh jo, jetzt geht's, lol. Ja, guck mal, man muss nur einmal mit meiner Mama drohen. Sogar mein Computer hat Angst vor meiner Mama. Aber sag das bitte nicht meiner Mama. Mein Computer will das nämlich nicht, dass meine Mama weiß, dass mein Computer Angst vor meiner Mama hat. Im Postillon stand mal vor einigen Jahren, dass deine Mütter jetzt auch deine Kinderwitze machen.
Und im Postillon stand sogar, dass es jetzt Rollatoren mit 60 km/h gibt. Kann nicht mehr. So einen Rollator hätte ich gern, aber dann mit hier Inliner. Aber dann auch nur, wenn ich es schaffe, 70 zu werden. Weil ich glaube, ich werde eher so alt wie Edith Piaf. Und dann habe ich tatsächlich noch 12 Jahre. Wenn ich so weitermache, auf jeden Fall. Weil Rock'n'Roll, ne? They see me rollin', the Hayden, the buben buben baben bu. Hä? Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder Twitch geöffnet. Warum tut man ich mir das an? Aua! Meine Hand. So, jetzt müsste es aber langsam mal operaten hier. Das muss funktionieren. Sonst kann ich nicht schlafen heute. Und dann muss ich meine Mama anrufen und sagen, dass mein Computer Angst vor ihr hat. Oh, warum? Warum? Was sollte ich jetzt machen? Was machen? Sag. Wo ist das? Wo ist das Plugin nicht drin? Vor allen Dingen heißt die Datei einfach Ass. Und das sind richtig schöne Klavierklänge. Das ist so typisch ich. Das ist so typisch ich. Wenn ihr was nicht über mich wisst, dann wisset das. Dass das typisch ich ist. So, wo muss ich jetzt hin? Was hatte ich vor? Ist the Office open? Nee, anscheinend jetzt gerade noch nicht. Eigenschaften, bitte. Oh, nein, nein, nein. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr die Filter hier öffnen. Was machen Sachen? Die machen auf jeden Fall nicht das, was ich will. Gerade. Mann ey, wo sind hier die Filter? Filter, wo seid ihr? Omine, Mamime, Tamime, Momime, Omine. Oh. Da. Oh. Abbrechen. Wo ist Restream? Kann man mir das bitte sagen? Bei Plugins, ne? Yes, yo! Ey, ich bin Albatros. Die sind alberner als Alberköpfe, aber immerhin trotteliger. Weil das sind Trosse. Geht das jetzt? Kann man das jetzt hier so machen? Mein Gott. Kurzes Intermezzo gehabt. Was machen Sachen?
Seid ihr noch wach? Seid ihr noch da? Finde ich schon mal auf jeden Fall guter Flow. Ich habe Hunger, ich gehe raus hier. Es war mir ein Vergnügen, umsonst für euch Musik zu machen. Es war mir quasi ein inneres Blumenpflücken. Ich habe euch mitgeholt, ihr wart da, ich war hier, hab Musik gemacht und ihr durftet zuschauen. Und das umsonst. Was gibt's hier noch umsonst auf der Welt außer Samen und Erde und Bäume und Luft? Hoffentlich. Ich wünsche euch, wenn ich auch noch für Luft bezahlen müsste. Dystopie. Ich gehe jetzt Pipi machen, Pissi, und ich hoffe, ihr gehabet euch noch wohl in Zukunft und auch im Moment noch, vor allen Dingen noch. Ich muss leider jetzt was essen, weil ich habe richtig Hunger und ich muss meine körperlichen Bedürfnisse befriedigen, weil ich bin Kikirikira, ein Roboter vom Planeten Erde. Vom Ghetto-Planeten Erde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, Rian. Wir sehen uns. Tschüss.